Gott. Ya. Chicos, hoy tenemos el séptimo episodio de Suerte y Destinos Podcast. Hoy nuestros amigos Mijael y Mijaela nos van a contar todo sobre su amor. Amor. It's the story of my life. Es wird lange dauern, ich glaube 1 Stunde reicht. Ich bin Michael und ich komme aus Deutschland, bin geboren in Franken, bin 25 Jahre alt und habe eine wunderschöne Frau. Amen. Süß. Und ich heiße Michaela, ich komme aus Rumänien und ich bin seit 4 Jahren in Deutschland. Ja, und ich bin verheiratet mit Michael. Oh, süß. Dann könnt ihr uns erzählen, wie habt ihr kennengelernt? Micha? Ja. Ja, wir haben Er erzählt die erste Hälfte. uns klassisch auf der Arbeit kennengelernt. Sie arbeitet in der Küche und ich im Service. Vor 2 Jahren war das und das erste Mal, weiß ich noch, als ich sie gesehen habe, musste ich tatsächlich 2-3 Mal hinschauen, weil ich konnte nicht glauben, dass so eine hübsche junge Frau in der Küche arbeitet. Kein Spaß, also ich musste wirklich 2-3 Mal hinschauen, weil ich wollte nicht glauben, dass das in diesem hässlichen Mantel so ein süßes, kleines, hübsches Gesicht sich versteckt hat. Du hast uns erzählt, dass du in andere Beziehungen warst. Aha. Ja, zu dieser Zeit war das aber tatsächlich so, dass ich von zu Hause weggezogen bin, weil ich in dieser Beziehung, das war so eine On-Off-Beziehung, in der ich zu schwach war, wirklich einen Punkt zu setzen und zu sagen, ich gehe nicht mehr zurück und ich mache Schluss mit ihr. Okay. Und das heißt, es war so eine Art Flucht, tatsächlich wegzuziehen, um Also das irgendwie... war bevor er mich kennengelernt hat, oder? Ja, genau. Okay. genau. Ja. Ja, und dann bin ich weggezogen und hab sie gesehen dort am Schönblick und habe sie aber nur hübsch gefunden. Ja, Am Anfang- es war nichts am Anfang, also nicht. Und wie war dein erstes Ausdruck? Ja, Genau. ich fand's komisch, weil er hat mich immer so mit großen Augen angeschaut. Wie geht es dir? Und ich dachte, das ist so ein Stalker oder so, ein komischer Mensch. Und ich so weit weg von Micha bleiben. Ja, ich hatte schon ein bisschen, nicht wirklich Angst, aber ich fand es erst so komisch. Ja. Am Anfang, ganz am Anfang. Ja. Wie gesagt, Liebe auf den ersten Blick. Gell? Ja, so, ich habe sie gesehen und sie war so hübsch und ich so, komisch, weg. Ich nicht. Nein. Wie hat euch eine Freundin... Wie war diese Beziehung? Ja, So, wie war diese diese Freundschaft und danach dieses. Okay, ja. Also ich kann einfach weiter erzählen, wie das war. Erstmal fand ich Micha komisch und dann mit der Zeit natürlich haben wir miteinander gearbeitet. Dann habe ich gesehen, wie er auch mit anderen Menschen umgeht und wie das ist. Und dann fand ich ihn cool. Ja, und dann haben wir mehr Zeit miteinander verbracht und viel geredet, gequatscht. Also wir waren Freunde so eine Weile. Und ja, dann sind wir irgendwann zusammengekommen. Wir dachten, hey, wir passen gut zusammen. Ja, inzwischen hat er irgendwann Schluss gemacht mit seiner Freundin, aber das war bevor wir uns überhaupt getroffen haben. Also er hat nicht Schluss gemacht jetzt wegen mir oder so. Ja, oder? Du kannst weiter Pam, erzählen. pam, pam. Was denkst du? Also, es war natürlich der Auslöser, der es dann auch leicht gemacht hat, die andere Beziehung zu schließen, indem man eine Frau kennenlernt, mit der man sich das vielleicht anders läuft, eine Beziehung, und wo man einfach diesen Hebel umlegen kann und sagt, für die Frau gehe ich all in. Und es war definitiv damals der Fall, dass ich dann mit der alten Beziehung einfach aufhören konnte, weil ich gewusst habe, mit der Person will ich wirklich mein Leben verbringen. Ja. Ja. So, nächste Frage. Welche kulturelle Schock hattet ihr als Paar? So die Sprache, oder? Gut. Normal. Nicht Du wirklich. konntest Deutsch als... Ja, ich konnte schon Deutsch sprechen, Ja. Ah, okay. als ich Micha getroffen habe. Weil so haben wir uns kennengelernt, also besser kennengelernt als Freunde. Und
Ja. Ja. Ich glaube, sie ist relativ deutsch, muss ich ehrlich sagen. Die Ella ist eine relativ deutsche Rumänin, charakterlich, sehr strukturiert. Okay. Ich habe eins. Wenn ihr erzählt, dass zum Beispiel deine Familie ist sehr groß und sprechen zusammen Ja. Und zum Beispiel, dass Michael wartet, so. Ja. Okay, erzähl. Achso, Wie war das? Diese Ja, Erfahrungen? wahrscheinlich wirklich einfach ein bisschen temperamentvoller als wir Deutschen, die Rumänen. Und ja, da geht es schon mal drunter und drüber, dass am Ende im Raum wirklich jeder redet. Keiner hört mehr zu und ich bin der Einzige, der einen epileptischen Anfall bekommt, weil plötzlich alle reden und ich weiß nicht mehr, wohin mit meinen Gedanken. Also ich kann nicht sagen, das war ein Schock, so kulturell oder so. Aber Ich das ist finde sicher es nur, nein, ich finde es nur anstrengend oder komisch, dass die Deutschen immer die Sachen planen mussten, so Tage oder Wochen vorher. Also sie sind nicht so spontan, oh komm, wir sehen uns in einer halben Stunde oder so. Das machen wir schon in Rumänien. Hier braucht man so Zeit, also hast du morgen frei oder übermorgen oder nächste Woche oder dann. Ja. Das war schon für mich, ja, braucht man nicht so viel Zeit, komm, wir machen jetzt was miteinander, ja. Aber es war kein Schock, es war nur anders als in Rumänien, ja. Was mögt ihr an der Kultur des anderen? Ich mag, dass die Deutschen sehr organisiert sind und das immer so, die wissen immer so alles, wie, wo Und sie diese das haben. Pünktlichkeit Und Pünktlichkeit und, auch, ja, das mag ich gern an Deutschen. Und du? dass man sich bei ihnen wirklich wohlfühlt, bei Rumänen, wenn man in der Familie ist oder auf Festen ist, dass da eine Gemeinschaft ist, wo man sich wirklich wohlfühlt und wo nicht alles Oberfläche kalt ist, sondern ja, hat man das Gefühl, man kann wirklich so sein, wie man wirklich ist. Und muss keine Masken tragen, keine geistlichen Masken tragen. Oh, ja. Nice. Ja. Was findet ihr an euren einigen Kultur seltsam? Oder komisch? Du? An unserer Kultur, dass wir versuchen tatsächlich Sicherheit über alles zu schreiben. In einer Welt, wo einfach nichts sicher ist, versuchen wir trotzdem diese Sicherheit festzuhalten. Aber wir halten eigentlich überhaupt nichts in unserer Hand, indem wir das versuchen. Ja, ich glaube, dieser Sicherheitsdrang, dieser pervertierte Sicherheitsdrang, sage ich. Okay. Ja, wenn wir jetzt über Sicherheit sprechen, ich kann sagen, dass bei uns seltsam ist. Also ich finde es, vielleicht nicht alle Rumänen, aber ich finde es seltsam, dass ich, wenn ich an Polizei denke in Rumänien, ich fühle mich nicht sicher. Genau. Also ich kann auf die Straße sterben und ja, keiner weiß, was passiert ist. Und ich meine, wenn jemand kommt, um mich umzubringen, bis ich Polizei anrufe und die kommen, dann kann ich schon sterben oder irgendwas. Ich vertraue das nicht wirklich, ja. Aber weißt du, das passiert auch bei uns. Bei euch? Ja, und es ist ganz komisch, wenn zum Beispiel die Polizei bei diesem Fest gekommen sind und fragen wegen der Ruhigkeit. Und ich habe gedacht, okay, ne, meine Dokumente, ich bin legal, ich habe eine Dokumentation, okay, so, sie kommen nicht wegen mir. Ja. Aber normal. Aber das ist normal, ja. So, eine Frage ist, wo habt ihr in Deutschland oder in Rumänien geheiratet? Ich sage dann, erstmal haben wir in Deutschland geheiratet, standesamtlich. Und es war schon sehr schön. Die Familien sind zusammengekommen. Ja, das erste Mal. Ja, es war schön. Das erste Mal, ja. Deine Familie kommt aus Rumänien? So. Also die sind von Österreich gekommen eigentlich. Mein Papa wohnt in Rumänien und er konnte nicht kommen. Aber sonst meine Geschwister und meine Mutter war dabei. Ja, weil die waren in Österreich und deswegen war einfacher zu kommen. Die dürfen noch, aber Rumänien war Risikogebiet oder irgendwas. Ja. Und die konnten dann nicht mehr kommen. Und dann eine Woche später haben wir auch in Rumänien kirchlich geheiratet. Wie war es für dich? Für mich war es tatsächlich super, weil es waren ganz wenige
Besucher da. Wir wollten keine große Hochzeit, aber es war viel kleiner, als wir es wollten. Ja. Ja, die haben 2 Tage früher gesagt, wir haben schon alles geplant. Und 2 Tage vor der Hochzeit haben die gesagt, wir dürfen nicht mehr feiern im Restaurant. Und da musste ich schnell zu Hause was organisieren, so eine kleine Party. Ja. Und das war auch süß, weil da hat man wirklich gesehen, wie die Nachbarn alle zusammengekommen sind und zusammen geholfen haben, um diese Hochzeit zu ermöglichen. Ja, diese Situation zu regeln. In dieser kleinen Küche waren so viele Muttis und Omis mit ihren Kopftüchern Nachbarinnen und haben Essen gemacht. Ja. Das war wirklich süß. Und das meine ich auch, was ich an Rumänien so mag, dieser Zusammenhalt und dieses... Ja, das stimmt. Ja. Und du hast alles verstanden? Alles verstanden. Ja, du hast alles akzeptiert. So. Ja, alles selber Du übersetzt. hast einfach ja, danke, ja. Ja. Aber cool, das war schön dann. Wir können erzählen eine Überraschung. Ja. So, Michael und Michael hat eine Überraschung. Ein Baby! Hier war ein Baby. Ja. Ja, ihr wartet auf ein Baby. Ja. Wann kommt ungefähr? Im September sollte er kommen, ja. Und Also nicht mehr lange. Und seid ihr bereit? Nein. Ja, wer ist denn bereit für sein erstes Kind? Ich glaube, keiner ist bereit, oder? Nein. Ich meine, wir freuen uns schon und wir hoffen, dass er schneller kommt und dass alles gut wird. Aber so bereit zu sein, man weiß nicht, was jetzt passiert, was es kommt. Ich meine, man hört von anderen Menschen, wie das wird und was man braucht und dass man nicht mehr so gut schlafen kann. Aber so wirklich bereit, ich weiß nicht. Sind wir bereit? Wir haben ja natürlich Klamotten gekauft und was man für ein Baby braucht. So. Und hat auch Babyshower gemacht? Nee. Das geht da, das Babyshower. Kann man das als Babyshower verkaufen? Nein. Nein, das ist Nein. kein Babyshower. Nein. Ich weiß nicht, ob ich das machen werde. Das ist nicht so mein Style. Es ist zu, wie sagt man das, overrated oder so. Alle Babyshower oder Bridal Shower und Everywhere Shower. Ja. Ich glaube, wir sind keine Ich Fans bin nicht davon. so, ja. Ich auch nicht. Ich meine, okay, das macht man sowieso Überraschung für die Frau. Und wenn jemand das macht, dann natürlich freut mich, dann bin ich mit meinen Freunden zusammen. Aber wenn das nicht so wäre, dann ist es auch sehr gut und okay. Wir haben tatsächlich kurz davor geredet, dass wir erstmal noch warten wollen, Eltern zu werden. Erstmal noch in der Beziehung zu wachsen, da wir relativ jung erst zusammen sind. Und dann war das erstmal schon Schock. Aber es war gleich mit diesem Herzen, das schaffen wir. Ja. Wir glauben an Gott und wir glauben, dass tatsächlich Gott Pläne hat für seine Menschen. Und deswegen hatten wir gleich dieses Vertrauen, dass dieses Kind auch Gottes Wille ist und dass er in seiner Hand ist. Ja. Ja, auch wenn wir andere Pläne hatten erstmal. Ja. Ja. Wie fühlst du, wenn du hast alles strukturiert und dann kommt Da muss man Ja, Muss genau, man alles eine nochmal- großes, kleine Überraschung. Ja. Also bei mir ist es zwischen Panikattacke und Freude, sage ich immer. Also ich drehe komplett durch, weil ich Angst habe, dass irgendwas nicht klappt, zu wenig Geld oder noch nicht reif genug, Papa zu sein. Aber auf der anderen Seite, ja, große Freude tatsächlich, wenn ich daran denke. Ja, ich glaube, bei mir war es auch so. Erstmal so ein bisschen Schock und dann hatte ich mir gedacht, gut, er kann weiter seine Sachen machen und arbeiten und so. Ich dachte, okay, ich wollte eigentlich was Neues anfangen, entweder was lernen, Ausbildung oder einfach was Neues machen in meinem Leben. Und dann habe ich erfahren, okay, ich bin schwanger und ja, jetzt muss ich alles auf Pause erstmal machen und dann irgendwann, wenn ich wieder Zeit habe und die Möglichkeit, dass ich das machen werde, lernen. Ja, und ich habe mich natürlich sehr gefreut, aber ich dachte, okay, jetzt dauert es noch ein bisschen, es wird schwerer sein, um mit einem Kind so eine Ausbildung zu machen oder zu lernen, zu studieren, irgendwas, das ist natürlich wahrscheinlich schwerer, aber es gibt immer Zeit so, ich meine, Ja. egal ob du Mutter Ja. bekommst oder... ich denke auch, also ich mache mir keine Sorgen, ich schaffe das auch später. Ja. Wie bereitet ihr euch auf den Empfang des Babys vor?
Also eingekauft haben wir alles, was so ein Baby brauchen könnte. Fast Und alles. Fast alles, ja. Ja. Ansonsten glaube ich einfach Gespräche, die daraus entstehen, dass Ja. gemeinsam, wie wir uns Sachen vorstellen oder auf was wir uns freuen, Ja. die wir ab und an haben, diese Gespräche. Aber das passiert irgendwie ungeplant, das passiert einfach so im Zusammenleben. Man macht sich plötzlich mehr Gedanken darüber, über das Thema, weil es bald so sein wird. Und deswegen sprechen wir darüber und ich glaube, Ja. das ist so eine natürliche Entwicklung von uns beiden, oder? Mhm. Und was wir noch nicht gemacht haben und machen müssen, das ist so eine Vorbereitungskurs, Geburtsvorbereitungskurs. Das müssen wir auch noch machen. Ja, so werden wir uns auch besser vorbereiten. Aber sonst haben wir so grob alles gemacht, ne? Gekauft, darüber geredet, wie das wird. Darüber geredet, das ist richtig. Ja. Was passiert mit der Arbeit? Ja, mit deiner Arbeit. Was passiert mit Meine deiner Arbeit? Ja. Als ich Bescheid gesagt habe auf der Arbeit, dass ich schwanger bin, haben sie gesagt, dass ich dann nicht mehr arbeiten darf. Also direkt am nächsten Tag haben sie angerufen und die haben gesagt, okay, du hast jetzt Arbeitsverbot, weil es hier zu gefährlich ist. Die Sachen waren schwer, so zum Heben. Und ja, was man so im Hotel machen muss, es war irgendwie gefährlich für eine schwangere Frau, haben sie gemeint. Und deswegen habe ich ja auch Arbeitsverbot. Und ich glaube, es ist gut so. Dann hat man keinen Stress, man ist die ganze Zeit zu Hause und das ist auch gut für das Baby. Und ist man auch in Sicherheit. Ja. Und ich finde es gut, ja. Und hast du diese Mutterschaftsurlaub, oder? Oder nach der... Oder nach Das kommt also 6 Wochen vor der Geburt, hat man so heißt das Mutterschaft? Irgendwas mit Mutterschaftsurlaub. Schutz? Ja. Ja, okay. Und dann 8 Wochen nach der Geburt hat man auch dann Urlaub. Eigentlich das ist kein Urlaub. zwei Jahren, aber ich weiß nicht, was sind die 8 Wochen eigentlich? Mutterschutz. Auch Mutterschutz. Okay. Und danach? Eigentlich habe ich darüber Elternzeit. gesprochen mit Ärztin und Hebamme, aber ich vergesse das immer so. Was sind die 8 Wochen nach der Geburt? Ich meine, man bleibt sowieso 2 oder 3 Jahre zu Hause. Kommt drauf an, man entscheidet sich, wie lange man zu Hause bleiben will. Und die wichtigste Frage. Es ist ein Junge oder ein Mädchen? Es wird ein Junge. Ja. Wow! Super. Ja. Und hat einen Namen entschieden? Ja. Ja. Wir nennen ihn Nathan. Nathan. Ja. Nathan. Warten wir auf Nathan. Gibt es den Namen in Nathan auf Spanisch. Ich glaube Amerika? nicht. So, ich weiß nicht welche. Nathan? Nathan auch nicht. Nathan. Oder irgendwas Ja, Ähnliches. Nate. Okay. Nathan. Ich glaube Hört sich nicht so spanisch Nathan an. auf Spanisch, Sowieso. aber das ist für Mädchen. So. Ja. Falls es doch ein Mädchen wird. Natalia. Aber nächstes Jahr Nathan. vielleicht kann diese Falsch Mädchen geguckt. kommen. Nein. Nee. Wir Nächstes warten Jahr kurz. schon. Dankeschön. Und dann, wir warten auf Nathan. Und Und la gente es muy loco. chicos, nuestros amigos nos han respondido a estas preguntas con mucho cariño. Les agradecemos bastante por haber visto este episodio hasta el final. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. A la Madrid. Él quiere saber más español, nosotros le ayudaremos. Si ustedes tienen preguntas acerca de cómo es una pareja bicultural, por favor déjenos sus preguntas en los comentarios. Suscríbanse y denle la campanita. Y obviamente estaremos muy pendientes de todas sus sugerencias para saber qué quieren que hablemos en el próximo episodio. Por favor, síganos en Instagram y Facebook. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.